Wir haben uns zuletzt schon mit Parteien beschäftigt, mit politischen Parteien in Deutschland, aber bisher auf allgemeiner Ebene. Und jetzt soll es ein bisschen konkreter werden. Das heißt, es soll jetzt um die im Bundestag vertretenen Parteien gehen. Und zwar inhaltlich, das heißt, wofür die eigentlich stehen. Ich bin ja beim Mindestlohn gelandet. Das ist was, wozu ihr euch eine Meinung bilden könnt und auch müsstet, weil wir uns schon mit sozialer Marktwirtschaft beschäftigt haben. Mit sozialen Aufgaben, die der Staat aus der Sicht bestimmter politischer Richtungen stärker wahrnehmen sollte als aus der Sicht anderer. Es ist ein umstrittenes Thema. Also, es geht jetzt um den Mindestlohn. Dazu mal 2 Aussagen. Jonas, lies es mal vor, für diejenigen, die schlecht lesen können. Generell ist der Mindestlohn schädlich. Diejenigen, die man schützen will, treibt man in die Arbeitslosigkeit. Zweite Aussage. Selbst Vollzeitarbeit schützt nicht vor Armut. Nach einer Studie arbeiten 22% aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland in dem Niedriglohnbereich. Umso wichtiger sind deshalb Mindestlöhne. Wer möchte sich dazu äußern? Gabriel? Ich denke mal, das erste Mal haben die das ja auch gesagt, dass das schrecklich ist, weil die Firmen dann sagen, wenn wir denen mehr Geld geben, dann sollen die auch mehr machen. Also machen die mehr als andere Leute. Und wenn da 20 Putzkräfte zum Beispiel arbeiten, dann sagen die, gut, ihr kriegt alle 200 Euro mehr, dann müsst ihr aber auch für 200 Euro mehr Arbeit machen. Und dann fällt halt für 3, 4 Putzkräfte die Arbeit auch weg. Wäre eine Möglichkeit. Ich verstehe die Aussage ein bisschen anders. Julian? Ja, also wenn man mehr Geld geben muss, dann können das natürlich nicht mehr so viele machen, wie es vorher gemacht hat. Dann müssen einige gehen, damit man ungefähr auf dem gleichen Niveau bleibt. Genau. Wenn die einen die Arbeit für die anderen mitmachen, dann ist das noch eine ganz andere Frage. Das ist natürlich vorausgesetzt, wenn ich das jetzt aus Boss-Aspekten sehe. Man hat natürlich ein bestimmtes Budget für die Putzkräfte zum Beispiel. Und wenn die jetzt teurer werden, dann stelle ich halt weniger ein. Marcel? Dann werden auch die Endprodukte teurer und im Endeffekt geht das Geld, was man mehr bekommt, dafür wieder weg, was die Produkte dann mehr kosten. Was sind das für weitere Konsequenzen, wenn die Produkte dann teurer werden? Dass das neutralisiert wird, also der Mehrlohn und die Mehrkosten. Ja, für die gesamte Gesellschaft vielleicht. David? Vielleicht, dass die Leute dann weniger kaufen. Also wenn die mehr Geld kriegen, müssen sie mehr Leute entlassen. Das wären jetzt alles mögliche Hintergedanken zu dem ersten Zitat. Julian? Ich glaube, es war gestern in der ARD. Bei Kaufland haben die irgendwelche Packer dafür bezahlt mit einem Billiglohn. Also Mindestlohn in Deutschland wären 8,50 Euro. Und so haben die das irgendwie an ein Subunternehmen geliefert. Da mussten die nur 6,50 Euro zahlen pro Stunde. Die Arbeit wird also ins Ausland verlegt. Ja, das ist sicher auch ein Hintergrund der ersten Aussage. Dass sich die Gefahr sicherlich verschärft, dass sich die Arbeit, wenn man in Deutschland den Mindestlohn einführen würde, nicht mehr in Deutschland ausführen würde, sondern in anderen Ländern und damit die Arbeitslosigkeit wieder in Deutschland steigt. Vielleicht mal zum zweiten Zitat. Also, ihr habt ja einige Punkte genannt, die man im Hintergrund des ersten Zitats nennen kann. Zweites, David? Es sagt halt, dass zu viele zu wenig kriegen. Also das ist ja 1/5 immerhin. Deswegen sollte man Mindestlöhne einführen, weil nicht mal Vollzeitarbeit davor schützt, zu wenig Geld zu haben. Und sehr wahrscheinlich meint, dass manche, die halbtags arbeiten, mehr kriegen als manche, die Vollzeit arbeiten. Nicht unbedingt. Julian? Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, diese 1-Euro-Jobs. Das halt Vollzeit, die den ganzen Tag arbeiten für 1 Euro. Ja, das stimmt nicht so ganz mit den 1-Euro-Jobs, dass die nur 1 Euro bekommen. Aber das müssen wir jetzt nicht klären. Kathi? Wenn man nicht mehr bekommt, dann gibt es ja auch keinen Ansporn zu arbeiten. Ja. Ja, wenn ihr aber beim zweiten Zitat Quellenangabe berücksichtigt, was sagt die euch? Was sagt ihr, wie passt diese Quelle der Deutsche Gewerkschaftsbund zum Inhalt der zweiten Aussage? Gabriel? Die sind dafür, dass die Arbeitnehmer mehr Lohn kriegen. Genau, das wäre nicht anders zu erwarten eigentlich eine Stellungnahme zu dem Thema vom Gewerkschaftsbund, also von der Institution, die die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten hat. Dann machen wir nachher oder in den nächsten Stunden, wenn wir soweit sind, vergleichen die Meinungsbilder. Ihr habt euch jetzt kurz Gedanken dazu gemacht. Wer würde sich für die, wenn es nur die beiden Meinungen gibt, für die erste entscheiden? Wer würde sich der ersten anschließen? Ihr müsst euch entscheiden, ihr könnt euch nicht enthalten. Kurz überlegen, dann melden. Wer stimmt von diesen beiden Meinungen der ersten zu?
und dementsprechend der zweiten. Okay, so bevor wir jetzt zum Eigentlichen kommen, jetzt erstmal noch Informationen kurz gefasst.